Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Hallo, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich auch. Waldu, ich muss dir etwas sagen. Du siehst heute richtig gut aus. Die Farbe deines Pullovers steht dir sehr gut. Das Blau passt perfekt zu deinen Augen. Oh, lacht verlegen. Danke, das ist sehr nett von dir. Ehrlich gesagt habe ich diesen Pullover erst gestern gekauft. Ich war nicht sicher, ob er mir steht. Aber jetzt bin ich froh, dass ich ihn gekauft habe. Ja, er steht dir wirklich. Blau ist eine schöne Farbe für dich. Ich finde, Farben sind wichtig. Sie können unsere Stimmung verändern. Wenn ich traurig bin, ziehe ich oft bunte Kleidung an. Das macht mich fröhlicher. Das ist interessant. Ich habe darüber noch nie gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, das macht Sinn. Wenn ich dunkle Farben trage, fühle ich mich manchmal auch dunkler in meiner Stimmung. Aber bei dir, du trägst heute ein wunderschönes Kleid. Die Farbe ist so lebendig, so warm. Gelb, richtig? Ja, genau. Es ist gelb. Danke. Ich liebe Gelb. Es erinnert mich an die Sonne, an Sommer, an Glück. Wenn ich Gelb trage, fühle ich mich automatisch besser. Es ist wie eine kleine Therapie. Eine Farbtherapie. Das gefällt mir. Und weißt du was? Du hast auch eine sehr positive Ausstrahlung. Wenn du lächelst, strahlt der ganze Raum. Das ist ein echtes Talent. Oh, das ist so ein schönes Kompliment. Danke, Thomas. Weißt du, ich versuche wirklich positiv zu sein. Das Leben ist manchmal schwer, aber ich glaube, eine positive Einstellung hilft. Sie macht alles ein bisschen leichter. Das stimmt absolut. Und ich bewundere das an dir. Nicht jeder kann das. Viele Menschen sind negativ. Sie beschweren sich über alles. Aber du nicht. Du siehst das Gute in den Dingen. Das ist wundervoll. Danke, das bedeutet mir viel. Aber ich muss sagen, du bist auch sehr positiv. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich sofort gemerkt, dieser Mensch ist freundlich. Du hast eine warme Art. Man fühlt sich wohl in deiner Nähe. Wird ein bisschen rot. Das ist sehr lieb von dir. Ich bin manchmal schüchtern, weißt du? Besonders wenn ich neue Menschen treffe. Aber ich versuche offen zu sein. Ich versuche nett zu sein. Weil ich glaube, die Welt braucht mehr Freundlichkeit. Absolut. Freundlichkeit kostet nichts, aber sie bedeutet so viel. Ein nettes Wort, ein Lächeln, ein Kompliment, das kann den Tag von jemandem komplett verändern. Ich versuche jeden Tag mindestens einer Person ein Kompliment zu machen. Das ist eine wunderbare Idee. Mindestens ein Kompliment pro Tag. Das sollten mehr Menschen machen. Sag mal, fällt es dir leicht, Komplimente zu machen? Oder ist es manchmal schwierig? Gute Frage. Meistens fällt es mir leicht. Wenn ich etwas Schönes sehe oder bemerke, sage ich es einfach. Zum Beispiel, wenn jemand eine schöne Frisur hat, sage ich, deine Haare sehen toll aus. Oder wenn jemand nett zu anderen ist, sage ich, du bist ein sehr guter Mensch. Es kommt von Herzen, weißt du? Ja, ich verstehe. Es muss ehrlich sein. Ein Kompliment ist nur gut, wenn es echt ist. Wenn man etwas sagt, nur um nett zu sein, aber man meint es nicht wirklich, das fühlt man. Das ist nicht authentisch. Genau. Ehrlichkeit ist wichtig. Aber sag mal, bekommst du oft Komplimente oder machst du oft Komplimente? Ich bekomme nicht so oft Komplimente, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil ich ein Mann bin? Ich glaube, Männer bekommen generell weniger Komplimente als Frauen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es eine kulturelle Sache. Das stimmt wahrscheinlich auch. Ich habe darüber auch nachgedacht. Frauen bekommen oft Komplimente über ihr Aussehen. Du siehst schön aus, dein Kleid ist toll, solche Dinge. Aber Männer? Nicht so oft. Das ist schade. Jeder Mensch freut sich über ein nettes Wort. Ja, und weißt du was? Wenn ich ein Kompliment bekomme, macht es mich wirklich glücklich. Es bleibt bei mir, manchmal den ganzen Tag. Ich denke dann immer wieder daran und lächle. Das ist so süß. Ich finde, wir sollten allen Menschen Komplimente machen. Männern, Frauen, Kindern, älteren Menschen. Jeder verdient es, sich gut zu fühlen. Absolut. Und Komplimente müssen nicht immer über das Aussehen sein. Man kann auch andere Dinge loben, zum Beispiel die Arbeit von jemandem oder die Art, wie jemand spricht oder wie jemand denkt. Ja, genau. Ich finde, die besten Komplimente sind über die Persönlichkeit, über den Charakter. Wenn jemand zu mir sagt,
du bist ein guter Mensch oder du bist sehr klug, dann bedeutet mir das mehr als du siehst schön aus. Verstehst du? Ich verstehe das total. Aussehen ist oberflächlich. Es ist schön, ja, aber es ist nicht das Wichtigste. Der Charakter, das Herz, die Art zu denken, das ist viel wichtiger. Und du hast einen wunderbaren Charakter, Anna. Du bist weise und freundlich. Oh, danke, lächelt. Du auch, Thomas. Du bist ein sehr guter Zuhörer. Das ist selten. Viele Menschen hören nicht wirklich zu. Sie warten nur, bis sie selbst sprechen können. Aber du nicht. Du hörst wirklich zu. Du stellst Fragen, du interessierst dich. Das ist ein großes Kompliment für mich. Danke. Ich versuche es wirklich. Ich glaube, Zuhören ist eine Kunst, eine wichtige Kunst. Wenn man jemandem wirklich zuhört, scheidt man Respekt. Man zeigt, du bist mir wichtig, deine Gedanken sind mir wichtig. Genau, und das spürt man. Man spürt, wenn jemand wirklich zuhört. Es gibt ein Gefühl von Verbindung, von Verständnis. Ja, und sag mal, was war das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast? Kannst du dich erinnern? Oh, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Es war vor ein paar Jahren. Ich hatte einer Freundin geholfen. Sie hatte eine schwierige Zeit und ich war für sie da. Ich habe ihr zugehört, ich habe sie unterstützt. Und eines Tages sagte sie zu mir, du hast mein Leben gerettet. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Das hat mich so berührt. Ich habe fast geweint. Wow, das ist wirklich ein sehr tiefes, sehr schönes Kompliment. Es zeigt, wie wichtig du für sie warst, wie sehr du ihr geholfen hast. Das ist mehr als nur ein Kompliment. Das ist Dankbarkeit, echte Dankbarkeit. Ja, genau. Und das Gefühl war unbeschreiblich. Ich habe in diesem Moment verstanden, das ist es, was wichtig ist im Leben. Anderen zu helfen, für andere da zu sein. Das macht das Leben wertvoll. Das ist eine schöne Erkenntnis. Du bist wirklich ein besonderer Mensch, Anna. Ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Lächelt, warm. Danke, Thomas. Ich bin auch froh. Und du? Was war dein schönstes Kompliment? Das ist schwierig. Ich muss nachdenken. Ah ja, ich erinnere mich. Es war bei der Arbeit. Ich hatte ein großes Projekt beendet. Es war sehr kompliziert, sehr anstrengend. Ich habe viele Stunden gearbeitet, auch am Wochenende. Und mein Chef kam zu mir und sagte, Thomas, du bist der beste Mitarbeiter, den wir haben. Deine Arbeit ist perfekt. Wir sind sehr glücklich, dich im Team zu haben. Das war ein großer Moment für mich. Das ist wunderbar und sehr verdient, denke ich. Wenn jemand so hart arbeitet, sollte er auch Anerkennung bekommen. Das motiviert, das gibt Energie. Ja, genau. Nach diesem Kompliment habe ich mich so gut gefühlt. Ich habe gedacht, meine Arbeit hat einen Sinn. Ich mache etwas Wertvolles. Das war wichtig für mich. Ich verstehe das so gut. Anerkennung ist wichtig. Jeder Mensch will wissen, ich bin gut genug, ich mache gute Arbeit, ich bin wertvoll. Und Komplimente geben uns dieses Gefühl. Absolut. Aber sag mal, ist es manchmal auch schwierig, Komplimente anzunehmen? Ich meine, manche Menschen können schlecht mit Komplimenten umgehen. Sie werden verlegen oder sie sagen sofort, nein, nein, das stimmt nicht. Weißt du, warum wir das machen? Oh ja, das kenne ich. Ich habe das auch manchmal gemacht. Jemand sagt, du siehst schön aus, und ich sage, nein, wirklich nicht. Ich habe heute schrecklich geschlafen. Oder jemand sagt, du bist klug, und ich sage, nein, ich habe nur Glück gehabt. Weißt du, warum wir das machen? Ich glaube, es ist Bescheidenheit oder vielleicht Unsicherheit. Wir wollen nicht arrogant wirken. Wir wollen nicht denken, dass wir besser sind als andere. Also lehnen wir Komplimente ab. Ja, ich denke auch. Aber das ist eigentlich nicht gut. Wenn jemand uns ein Kompliment macht, sollten wir es annehmen. Einfach Danke sagen. Das ist höflich. Es respektiert die Person, die das Kompliment macht. Du hast recht. Ich habe darüber auch nachgedacht. Wenn ich ein Kompliment ablehne, sage ich indirekt, deine Meinung ist falsch. Du siehst das nicht richtig. Aber das ist nicht nett. Die Person meint es gut. Also sollte ich einfach Danke sagen und mich freuen. Genau. Es ist eigentlich ganz einfach. Jemand sagt etwas Nettes, wir sagen Danke und lächeln. Fertig. Wir müssen nicht diskutieren, wir müssen nicht widersprechen. Wir nehmen das Kompliment einfach an. Ich werde versuchen, das besser zu machen. Ab heute nehme ich Komplimente einfach an. Lacht. Danke für diesen Tick.
Gerne. Und weißt du was? Ich gebe dir jetzt ein Kompliment und du nimmst es einfach an, okay? Okay, lacht. Ich bin bereit. Also, Tonnes, du hast eine sehr angenehme Stimme. Wenn du sprichst, höre ich gerne zu. Deine Stimme ist ruhig und warm. Das gefällt mir. Danke, Anna. Das freut mich sehr. Siehst du, das war perfekt. Du hast nicht gesagt, nein, meine Stimme ist nicht besonders oder so. Du hast einfach Danke gesagt. Sehr gut. Ja, es fühlt sich gut an. Ich verstehe jetzt, was du meinst. Es ist viel einfacher und schöner, das Kompliment einfach anzunehmen. Genau. Und jetzt bin ich an der Reihe. Mach mir ein Kompliment und ich nehme es an. Okay, denkt nach. Anna, du hast eine sehr gute Art, Dinge zu erklären. Wenn du sprichst, ist alles klar und verständlich. Du bist eine gute Kommunikatorin. Danke, Thomas. Das bedeutet mir viel. Perfekt. Siehst du? Ja, es ist wie ein Spiel, ein schönes Spiel. Wir machen uns gegenseitig glücklich mit netten Worten. Das ist es. Und es kostet nichts. Es dauert nur ein paar Sekunden, aber es kann so viel bewirken. Absolut. Sag mal, gibt es kulturelle Unterschiede bei Komplimenten? Ich meine, in verschiedenen Ländern macht man vielleicht auf unterschiedliche Weise Komplimente. Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube schon. Zum Beispiel in manchen Kulturen ist es normal, sehr direkt zu sein. Man sagt genau, was man denkt. In anderen Kulturen ist man eher zurückhaltend. Ja, das stimmt. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel in Japan die Menschen sehr höflich sind. Sie machen viele Komplimente, aber sie sind oft indirekt. In Amerika sind die Menschen direkter. Sie sagen offen, du bist toll oder das ist fantastisch. Interessant. Und in Deutschland? Wie ist es hier? Ich glaube, wir Deutschen sind irgendwo in der Mitte. Wir sind nicht so direkt wie Amerikaner, aber auch nicht so zurückhaltend wie Japaner. Wir machen Komplimente, aber vielleicht nicht so oft. Und wir sind oft ehrlich. Wir sagen nicht etwas Nettes, wenn wir es nicht wirklich meinen. Das macht Sinn. Ehrlichkeit ist wichtig in Deutschland. Wenn ein Deutscher dir ein Kompliment macht, kannst du sicher sein, er meint es wirklich. Genau. Aber manchmal wünsche ich mir, wir würden öfter Komplimente machen. Besonders bei der Arbeit. In Deutschland sind wir oft sehr kritisch. Wir sagen schnell, was falsch ist. Aber wir vergessen manchmal zu sagen, was gut ist. Das stimmt. Ich habe das auch bemerkt. Bei der Arbeit höre ich oft, das ist nicht gut oder das musst du anders machen. Aber nur selten höre ich, das hast du gut gemacht. Es wäre schön, wenn wir mehr positive Rückmeldung geben würden. Ja, positive Rückmeldung ist so wichtig. Sie motiviert. Sie gibt uns das Gefühl, ich mache gute Arbeit. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nur Kritik zu hören ist frustrierend. Absolut. Ich versuche bei der Arbeit mehr Komplimente zu machen. Wenn ein Kollege gute Arbeit macht, sage ich es ihm. Ich sage, das hast du wirklich gut gemacht. Oder ich schätze deine Hilfe sehr. Es ist wichtig. Das ist wunderbar. Ich bin sicher, deine Kollegen freuen sich darüber. Und vielleicht fangen sie auch an, mehr Komplimente zu machen. Es kann ansteckend sein, weißt du? Wenn eine Person anfängt, nett zu sein, machen andere es nach. Ja, das hoffe ich. Eine positive Atmosphäre bei der Arbeit ist so wichtig. Man verbringt so viel Zeit dort. Es sollte ein angenehmer Ort sein. Definitiv. Und das Gleiche gilt für zu Hause, in der Familie, mit Freunden, überall. Wir sollten den Menschen, die uns wichtig sind, öfter sagen, ich schätze dich, du bist wichtig für mich. Das ist so wahr. Manchmal denken wir, die Menschen wissen es schon, aber es ist gut, es zu sagen. Es ist gut, es laut auszusprechen. Worte haben Kraft. Ja, Worte haben Kraft. Sie können aufbauen oder zerstören. Ein nettes Wort kann jemanden glücklich machen. Ein gemeines Wort kann jemanden verletzen. Deshalb sollten wir immer versuchen, nett zu sein. Absolut. Und Komplimente sind eine wunderbare Art, nett zu sein. Sie kosten nichts, sie dauern nicht lange, aber sie können so viel Gutes bewirken. Ja, sag mal, hast du jemals ein Kompliment gemacht, das jemanden überrascht hat? Etwas Unerwartetes? Oh ja, ich erinnere mich. Es war im Bus. Eine ältere Frau saß neben mir. Sie hatte einen sehr schönen Schal. Er war handgemacht, sehr bunt und detailliert. Ich sagte zu ihr, Ihr Schal ist wunderschön. Haben Sie ihn selbst gemacht? Sie war so überrascht, und dann hat sie gelächelt und gesagt, ja, das habe ich. Danke, dass Sie es bemerkt haben.
Wir haben dann eine Weile geredet. Es war sehr schön. Was für eine süße Geschichte. Siehst du, ein kleines Kompliment und du hast den Tag dieser Frau besser gemacht. Vielleicht hat sie zu Hause erzählt, heute hat ein junger Mann meinen Schal bewundert. Lacht. Ja, vielleicht. Es war wirklich ein schöner Moment und es hat mich auch glücklich gemacht. Es ist interessant, wenn man jemand anderem ein Kompliment macht, fühlt man sich selbst auch gut. Das ist wahr. Es ist eine Win-Win-Situation. Beide Menschen fühlen sich gut. Der eine, weil er ein nettes Wort bekommt, der andere, weil er etwas Gutes getan hat. Genau. Und das Beste ist, es ist so einfach. Jeder kann es machen. Man braucht kein Geld, man braucht keine besondere Ausbildung, man braucht nur ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Freundlichkeit. Ja, Aufmerksamkeit ist wichtig. Man muss die Menschen wirklich sehen, ihre guten Seiten bemerken, ihre Stärken, ihre schönen Eigenschaften und dann einfach aussprechen, was man bemerkt hat. Das ist ein schöner Gedanke. Die Menschen wirklich sehen. Nicht nur oberflächlich, sondern tief. Ihr wahres Ich sehen. Genau. Jeder Mensch hat schöne Seiten. Jeder Mensch hat Talente, Stärken, positive Eigenschaften. Manchmal sind sie versteckt. Aber wenn man genau hinschaut, kann man sie finden. Und wenn man sie findet, sollte man sie loben. Das ist eine wunderbare Lebensphilosophie, Anna. Du bist wirklich ein besonderer Mensch. Ich lerne heute viel von dir. Lächelt. Danke, Thomas. Aber ich lerne auch von dir. Du bist sehr offen und ehrlich. Du teilst deine Gedanken und Gefühle. Das schätze ich sehr. Danke. Ich fühle mich wohl mit dir. Deshalb kann ich offen sein. Du schaffst eine sichere Atmosphäre. Das ist ein Talent. Das ist ein schönes Kompliment. Danke. Weißt du, ich glaube, das ist wichtig. Eine sichere Atmosphäre schaffen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie keine Angst haben müssen, beurteilt zu werden. Absolut. Wenn man sich sicher fühlt, kann man authentisch sein. Man kann man selbst sein. Und das ist das Schönste. Ja, sag mal, gibt es auch falsche Komplimente? Komplimente, die man nicht machen sollte? Gute Frage. Ich denke ja. Zum Beispiel, wenn ein Kompliment nicht ehrlich ist. Wenn man etwas sagt, nur um nett zu sein, aber man meint es nicht. Das fühlt man. Das ist nicht gut. Ja, genau. Unehrliche Komplimente sind schlecht. Sie sind wie eine Lüge. Und wenn die andere Person merkt, dass es nicht ehrlich ist, fühlt sie sich schlecht. Richtig. Und auch Komplimente, die zu persönlich sind. Zum Beispiel, wenn man jemanden nicht gut kennt, sollte man vielleicht nicht über den Körper sprechen. Das kann unangenehm sein. Das stimmt. Man muss vorsichtig sein, besonders bei der Arbeit. Bei der Arbeit sollte man professionell bleiben. Man kann sagen, gute Arbeit oder deine Präsentation war sehr gut. Aber man sollte nicht zu persönlich werden. Genau. Es gibt Grenzen. Man muss respektvoll sein. Man muss die Situation verstehen. Was ist angemessen, was ist zu viel? Ja, Kontext ist wichtig. Bei Freunden kann man anders sprechen als bei Kollegen. Bei der Familie kann man anders sprechen als bei Fremden. Absolut. Und man sollte auch auf die Reaktion der anderen Person achten. Wenn jemand sich unwohl fühlt, sollte man aufhören. Man sollte sensibel sein. Ja, Empathie ist wichtig. Man muss fühlen können, wie es der anderen Person geht. Ist sie glücklich? Ist sie verlegen? Ist sie unangenehm berührt? Genau. Und dann reagiert man entsprechend. Komplimente sollten immer positiv sein. Sie sollten die andere Person glücklich machen, nicht unwohl. Absolut. Das ist das Ziel. Andere Menschen glücklich machen. Ihnen ein gutes Gefühl geben. Ihnen zeigen, du bist wertvoll. Du bist geschätzt. Ja, und weißt du was? Ich glaube, wenn mehr Menschen mehr Komplimente machen würden, wäre die Welt ein besserer Ort. Lächelt. Ich glaube das auch. Stell dir vor, jeder Mensch macht jeden Tag mindestens ein Kompliment. Das wären Milliarden von netten Worten jeden Tag. Wie schön wäre das? Das wäre wundervoll. Die Welt würde sich freundlicher anfühlen, positiver, hoffnungsvoller. Ja, und es ist so einfach. Es kostet nichts. Es dauert nur einen Moment, aber es kann so viel verändern. Absolut. Vielleicht sollten wir eine Bewegung starten. Lacht. Die Komplimentbewegung. Jeder macht jeden Tag mindestens ein Kompliment. Das ist eine großartige Idee. Ich bin dabei. Wir können heute anfangen, du und ich. Und dann erzählen wir anderen davon und vielleicht machen sie mit. Ja, und es muss kein großes, dramatisches Kompliment sein. Es kann etwas Kleines sein.
Dein Lächeln ist schön. Danke für deine Hilfe. Du bist ein guter Freund. Einfache Worte, aber sie bedeuten viel. Genau, einfache, ehrliche Worte. Vom Herzen. Das ist das Beste. Ja. Weißt du was, Anna? Ich bin so froh, dass wir heute dieses Gespräch haben. Ich habe viel gelernt und ich fühle mich inspiriert. Ich werde ab heute mehr Komplimente machen. Ich auch, Thomas. Dieses Gespräch war wirklich besonders. Du bist ein wunderbarer Gesprächspartner. Du bist klug, du bist offen, du bist freundlich. Ich schätze dich sehr. Lächelt warm. Danke, Anna. Du bist auch wunderbar. Du bist weise, du bist freundlich, du hast ein großes Herz. Ich bin glücklich, dich zu kennen. Lächelt. Danke. Siehst du? So einfach ist es. Wir machen uns gegenseitig glücklich mit netten Worten und es fühlt sich so gut an. Ja, es fühlt sich großartig an. Ich glaube, das ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Freundlich sein, nett sein, andere wertschätzen. Absolut. Und es beginnt mit kleinen Dingen, mit einem Lächeln, mit einem netten Wort, mit einem ehrlichen Kompliment. Ja, und jeder kann es machen. Jung oder alt, reich oder arm. Jeder kann freundlich sein. Jeder kann Komplimente machen. Genau, es ist eine universelle Sprache, die Sprache der Freundlichkeit, die Sprache der Wertschätzung. Das ist schön gesagt, Anna. Die Sprache der Freundlichkeit. Ich mag das. Lächelt. Danke. Weißt du, ich glaube, wir sollten dieses Gespräch beenden mit einem positiven Gedanken. Was denkst du? Gute Idee. Was ist dein positiver Gedanke? Mein Gedanke ist, jeder Mensch ist wertvoll. Jeder Mensch verdient Anerkennung und Wertschätzung. Und wir können das geben. Mit unseren Worten, mit unseren Komplimenten. Wir haben die Macht, andere glücklich zu machen. Das ist wunderschön. Mein Gedanke ist ähnlich. Freundlichkeit kostet nichts, aber sie ist unbezahlbar. Ein nettes Wort kann einen Tag verändern, einen Menschen verändern, vielleicht sogar ein Leben verändern. Nickt. Ja, das ist so wahr. Worte haben Macht. Lasst uns diese Macht für Gutes nutzen. Absolut. Lasst uns mehr Komplimente machen, mehr Wertschätzung zeigen, mehr Freundlichkeit verbreiten. Ja, und es beginnt heute, jetzt, in diesem Moment. Genau. Ich werde heute noch mindestens 3 Menschen ein Kompliment machen. Das ist mein Ziel. Das ist ein tolles Ziel. Ich mache mit. Mindestens 3 Komplimente heute, vielleicht sogar mehr. Perfekt. Wir sind ein gutes Team. Ja, das sind wir, lächelt. Thomas, danke für dieses wunderbare Gespräch. Du hast meinen Tag besser gemacht. Danke dir auch, Anna. Du bist eine Inspiration. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ich auch. Bis dahin, sei freundlich zu dir selbst und zu anderen. Das werde ich. Du auch. Und vergiss nicht, mindestens 3 Komplimente heute. Ich vergesse es nicht, versprochen. Wunderbar. Also dann, bis bald, Anna. Bis bald, Thomas. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Beide winken und lächeln. Warte, Anna. Noch eine letzte Sache. Ja, was ist es? Ich möchte dir noch ein Kompliment machen. Deine Augen leuchten, wenn du lächelst. Das ist wirklich schön. Man sieht deine Freude, deine positive Energie. Das ist ein Geschenk. Oh, Thomas, das ist so ein schönes Kompliment. Danke. Du machst mich wirklich glücklich. Lächelt, das freut mich. Das war mein Ziel, dich glücklich zu machen. Und es hat funktioniert. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Noch ein letztes Kompliment für dich. Du hast eine sehr ruhige, beruhigende Art. Wenn ich mit dir spreche, fühle ich mich entspannt. Du bist wie ein sicherer Hafen in einem stürmischen Meer. Lächelt gerührt. Wow, Anna, das ist eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe. Danke. Wirklich, danke. Lächelt. Gerne. Und ich meine es ehrlich. Jedes Wort. Ich weiß. Und das macht es noch spezieller. Lächelt. Lächelt zurück. So, jetzt aber wirklich. Bis bald, Thomas. Bis bald, Anna. Pass auf dich auf. Du auch. Und denk dran, sei freundlich. Immer. Winkt. Wink zurück. Tschüss. Tschüss.